Kinders, darf ich vorstellen, die Bucht zum heiligen St. Franziskus und die Brücke zum Güldenen Tor. Ja, wer es noch nicht verstanden hat, bei wem jetzt noch keine Lampe angegangen ist, dem sage ich es nochmal auf Deutsch. Die San Francisco Bay und die Golden Gate Bridge, die heute so ein bisschen was von Rust Brown Bridge hat irgendwie. Aber ist das halt, ja? Der Nebel hängt schon drüber und jetzt zieht rüber über San Francisco. Da hinten die Franziskaner quasi, die sitzen noch ein bisschen in der Sonne, ne? Oder arbeiten in der Sonne oder stehen in der Sonne. Und das, was da so leuchtet, ist ja so ein Kreuzfahrtschiff, das dümpelt da auch vor sich hin. Ja, und hier links Alcatraz, ne? Das kennt man ja, Alcatraz, da werden Tausende von Touristen festgehalten, weil sie sich nicht an eine der vielen Regeln gehalten haben. Ja, vielleicht sind sie bei Rot über die Straße gelatscht, ja, oder beim Einparken so ein bisschen hinten über die Linie rüber gestanden. Ja, ja. Oder vielleicht haben sie bei der Mülltrennung nicht richtig mitgemacht und haben, ja, was ist ja geil, ne? Vielleicht haben sie ein Kaugummi ins Recycling gespuckt oder sowas. Ne? Das ist alles ruckzuck Feierabend hier. Hier wird Zero Tolerance, ne? Und hier wird wieder recycelt. Hier sieht man es, 7 Sorten Plastik, Glas, Alupapier, hast du alles nicht gesehen. Der Hammer. Und obendrein noch Wasser sparen, Abgasuntersuchung und so weiter und so fort. Derbe Öko alles. Ja, aber der gemeine Amerikaner, der macht das dadurch wieder wett, dass er einfach auf dem Supermarktparkplatz die halbe Stunde, die er im Laden ist, die Karre durchlaufen lässt. Sein 5-Liter-Motor. Ja. Lässt er durchlaufen, während er sich dann drin seine eine Biotomate in Recyclingpapier eintackern lässt, wegen der er ja die 10 Kilometer zum Supermarkt gefahren ist. Ja. Also das ist alles doch so ein, das wirkt alles so ein Ticken undurchdacht irgendwie, aber gut, ja. Ich bin schon wieder auf dem Weg raus, das heißt, ich bin gerade hier über die Brücke rüber gefahren. Ein kleiner Schritt für einen Van, aber ein großer Schritt für die, ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber war ja ein berühmter Spruch, hat ja der Mann im Mond schon gesagt. Ne? Und ja, bin wieder auf dem Weg raus. Warum bin ich eigentlich immer auf dem Weg raus, wenn ich Videos mache? Das liegt daran, dass ich mir die Kompetenz für diese Videos ja immer erst aneignen muss. Ja? Und deshalb bin ich natürlich immer schon ein paar Tage dann da gewesen. Jedenfalls stand ich hier drüben in Berkeley, das ist auf der anderen Seite der Bay, bei Freunden vor dem Haus und habe dort bivakieren dürfen. Das war sehr super. Ja, und ansonsten ist das hier, ja, wie gesagt, das ist die Bay, ne? Und dann heißt das Ganze heißt Bay Area. Und ist Berkeley, das ist Oakland, einer der größten Häfen der USA. San Francisco natürlich, wissen wir ja. Und dahinter das Silicon Valley, das berühmte. San Francisco ist ja bekannt für, ja, für viele Trends und Bewegungen quasi, gesellschaftliche Bewegungen. Ja. Also die Hippies zum Beispiel, die Schwulen und Lesben, ja, Studentenbewegungen und so weiter. Also hier ist es völlig okay, um nicht zu sagen cool, nicht Mainstream zu sein. Ja. Und da haben wir es wieder, Toleranz, Multikulti, Offenheit und so weiter. Die Grundpfeiler der USA übrigens, die in den heutigen Tagen des Trumpeltiers ja so ein bisschen unter die Räder zu geraten drohen. Aber das sind sie nun mal, die Grundpfeiler der USA. Ja. Vielleicht ist das so mit das Rezept für den Erfolg auch von Silicon Valley und von der ganzen Tech-Industrie. Ja. Apropos Hightech. Also ich fühle mich hier so ein bisschen wie zurück in die Zukunft. Ja. Mit meinem ollen Dreckbärbus hier, so sehr ich ihn auch liebe. Aber so viele Elektroautos, Elektrofahrräder, Elektroskateboards sind der letzte Schrei, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja, das ist echt krass. Ja. Und aber was erzähle ich euch? Ist vielleicht bei euch zu Hause mittlerweile genauso. Ich habe ja keine Ahnung mehr von der richtigen Welt. Ne? Aber jedenfalls ist das hier alles ja, derbe zurück in die Zukunft mäßig. Und ich frage mich bei den ganzen Trends und bei den ganzen Ideen immer so ein bisschen, wie das eigentlich kommt. Dass sie das ausgerechnet hier in Kalifornien, Kalifornien ist ja quasi der Trendsetter-Staat der USA und auch der teuerste, aber auch der Trendsetter-Staat der USA, wieso so Zeug alles hier entstanden ist. Also Skateboard fahren und Surfen und Camping und so weiter. Das sind alles die Sachen, die quasi so die Marketing Argumente irgendwie Kaliforniens ja sind. Ne? Weil in Santa Cruz, das ist so ein Surferort da weiter unten, wenn du da in den Laden gehst und kaufst hier ein Hoodie oder ein T-Shirt, dann sind da überall VW-Busse drauf, die irgendwo in der Landschaft stehen, Surfboards, nackte Frauen, um Gottes Willen, was denn noch? Skateboardfahrer und so. Also im Grunde all die Sachen, die nachher, wenn du unten am Pier lang läufst, verboten sind. Ja, also das musst du dir mal vorstellen. Und das ist ungefähr so, wie wenn jetzt Holland, stell dir mal vor, Holland würde Fahrräder verbieten und Windmühlen. Wie lange kommen die Holländer dann noch irgendwie orange Pullis verkaufen mit Fahrrädern und Windmühlen drauf? Also musst du marketingtechnisch das mal hinkriegen. Ja? Aber ich schweife wieder so ein bisschen ab hier. Ja? Ich sülze so ein bisschen ab. Ich bin auf dem Weg nach Norden. Jetzt da ist der Süden. Jetzt ging es hier, ist bei mir weiter. Den Pacific Coast Highway Number 1 weiter in Richtung Norden, in Richtung
Nebel, wie ich gerade sehe. Aber so muss das sein, denn der arktische Sommer ist nicht allzu lang und der lockt mich ja. Und deshalb sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal schon bei einer Schneeballschlacht, wer weiß ja schon, im hohen Norden. Bisher sage ich see you later, oder wie es der Amerikaner sagt, ich sehe dich später, Krokodil. Ja. See you later, bis zum nächsten Mal. Tschö.